Ach, Mist. Wir müssen ja wissen, wie, was. Wir brauchen ja Details. Okay. Also es kann ein Zeitungsartikel sein aus 93. Bancliffs Mumie. Ah, da. Ankunft der Rock of Gibraltar. Ein Schiff kehrt zurück. Die Rock of Gibraltar, ein Frachtschiff der Reederei Adelaide Southampton London Line, Cunard Building, James Street, London, ist nach einer 6-monatigen Reise zurückgekehrt, die sie nach Indien, Neuseeland und Australien geführt hat. Australien, da haben wir es doch schon. An Bord des Schiffes reiste auch Miss Mary Fraser nach England, die Erbin der Familie Fraser, die Ländereien und Zinnbergwerke in Australien besitzt. Diese wunderhübsche junge Dame ist mit Sir Eustace Brockenstall verlobt, einem der wohlhabendsten Gentlemen in Kent. Okay. Here it is. Okay, das sagt uns, dass dass sie auf jeden Fall jemanden kennengelernt hat dort. Ah, für Wiggins. Verstehe. The shipping company, the Adelaide Southampton London Line, and its address. Interesting. It must be the place where they keep the records, including the one for the crew of the Rock of Gibraltar. I think that if you pretend you're from Scotland Yard, they'll give it to you without any problems. But I have another solution. I'll call in the specialist. Die Klassiker. Wie war das? Ans Fenster gehen, ne? Ja, genau so war das. Habe ich doch aufgepasst ein bisschen. Wiggins, would you come upstairs, please? Und er steht da die ganze Zeit. At your service, Mr. Holmes. I need a register, my young friend. If you could borrow it, there will be half a guinea for every one of you. I need the crew list of the Rock of Gibraltar in 1893 and their current employment. I'm straight on it, Mr. Holmes. Do you really think they'll find it, Holmes? My secret police is better than the Yard in many ways. Das ist aber schon ein bisschen mies, das... Was soll ich sagen? Anstiftung zum Here it is, Diebstahl? Mr. Holmes. But we can't take it back. It's too risky. Put it on the table. I'll take care of it. Good work, young Wiggins. Wiggins, good work. Er steht da noch, weil wir noch was damit machen müssen. Bestimmt. Ah, da. This list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this list is our mysterious visitor. And these are the lists of the senior officers of the Adelaide Southampton London Line ships. Let us find out who was in London upon November the 7th. Okay. Ja, Ah, da. Abfahrt in London, England. Ankunft Adelaide. Okay. Abfahrt, Und Ankunft. Liste. Abfahrt. Ankunft. Gaia. Okay, Gaia wollen wir nicht. Das ist interessant. Bossrock ist uninteressant. Oder warte mal. This list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this list...
Mr. Jack Crocker Der hier. was in London upon the date of the crime, and he is due to depart in 2 days. Genau. Okay, Charles. Okay, dann muss ich die halt durchklicken. Aber der kommt mir ja gut vor. Gut, dann klicken wir die anderen noch durch. Wen haben wir hier noch? Der Chill. 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 Ja, chill. This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. Genau. Henry Southard. Hier. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Ernest J. Woody. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Walker. Ah, da haben wir den noch. This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. Herbert und Thomas. Herbert und Thomas Walker. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Mhm. Und da ist der letzte. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Genau. Captain Jack Crocker is our mysterious visitor. Correct. He was the only one around at the time of the murder. Genau. So sehe ich das auch. Okay. This Crocker, do you think... It would be interesting to meet him. Our young friend should be able to find him. Bestimmt hängt er wieder in irgendeiner Bar rum, oder? Wiggins. Wiggins, could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here? Holmes, that could be dangerous. No problem, Mr. Holmes. Mr. Holmes, Ja. I was informed that you were looking for me, and I'd like to know why. Yes, it is important that we talk. You will soon understand why. Ja, ist doch bestimmt unser Mörder, oder? Er ist ein ehrlicher Mann. Ein ehrlicher Mann. Kräftiger Körperbau, also er wäre stark genug. Zeitungstinte. Also er hat die Nachrichten gelesen. Es geht runter zu seinen Schuhen. Saubere Stiefel. Okay. Und ein Matrosenmesser. You are acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her. From when I was first officer, but I still don't see... It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? Indeed, how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay, found it much fabricated. Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You... and what do you know? That evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right if there was no evidence. What then? Wir haben sie gefesselt. Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder.
and it was you who tied her up. You call that evidence? Na, Q. Es war ein Seemannsknoten. Yes, as she was tied with a sailor's knot. Your handiwork. So, it's a sailor who's done it. That proves nothing, Mr. Holmes. I'm not the only sailor in London right now. Your theory is flawed anyway. On the night of the murder, I was aboard the Sharp. I was supervising the repair of a porthole. At night. It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Okay. Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? No, there is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So, what then? So, we must work with what we have. We have all the puzzle pieces. Now I understand why you dissected the bell rope. Ich verstehe es noch nicht. Crockers Aussage und Captain Crocker. Hey. Crocker lügt. Seine Mitschuld ist offensichtlich. Er erschien sofort, als er gehört hatte, dass ich nach ihm suche. Das bedeutet auf seine Schuld hin. Crocker war zur Tatzeit an Bord der Sharp. Er hatte keine Angst, sich mit mir zu treffen und wirkte selbstbewusst. Ach, Quatsch. Mitschuld, auf jeden Fall. Das passt halt einfach alles zu gut. Er ist der Täter. Also ich denke, in dem Fall hat man halt zwei Möglichkeiten. Man kann halt darauf setzen, dass es diese Familie, wie hießen sie jetzt? Randall war? Oder der Captain. Aber ganz ehrlich, guckt euch das an. Das passt halt einfach zu gut. Mit den Gläsern, das ist sehr klar. Dann haben wir halt diesen Punkt mit dem Silberbesteck gehabt. Das ist einfach auch zu auffällig. Genau, dann haben wir halt auf Randall halt als Sündenbocker hier uns gewählt, einfach nur, weil es in der Zeitung super bekannt war und man hätte es einfach den Leuten einfach in die Schuhe schieben können. Stark mit den Schuhhaken, er wäre halt stark genug gewesen. Häusliche Gewalt war klar. Möglicherweise ist da einfach nur eine riesen Liebesstory hinter. Der Seemann konnte es einfach nicht ertragen, wie dieses wunderschöne Mädchen mit so einem Arschloch verheiratet sein kann. Also hat er sie umgebracht, in der Hoffnung, dass er mit ihr zusammen sein kann. Also bin ich ganz auf seiner Seite. Also bin ich ganz nicht auf seiner Seite, sondern ich bin der Meinung, dass der Kapitän der Mörder ist. Keine Gnade für Crocker. Jack Crocker ist ein Mörder und sie werden ihn und seine Komplizin Lady Brackenstall zur Rechenschaft ziehen. Die Tat wurde in Notwehr begangen. Jack Crocker wollte lediglich eine Frau vor einem gewalttätigen und trunksüchtigen Mann beschützen. Der Fall wäre damit gelöst, aber sie werden die Details für sich behalten. Oha. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Also, ich kann halt sagen eindeutig, das ist Mord. Auf der anderen Seite, er war ein Arschloch und ich kann halt jetzt Lestrade auch einfach sagen, es waren diese drei Typen und die führen ein glückliches, zufriedenes Leben. Auf der anderen Seite, Mord ist Mord, ne? Mord ist einfach Mord. Aber das ist halt das Gute, dass man in diesem Spiel halt frei entscheiden darf. Und ich plädiere dazu, dass wir es für uns behalten. Ja, so lassen wir das. Wiggins, could you ask Mr. Crocker to come here again, please? Right away. Why did you make me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. What? I know, because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife. The knots were sailor's knots, and not least the sheer force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And because you love her. It's true.
It is time for you to tell us the whole truth. I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. But I never did come to visit her, for I believed that she was in a happy household. Tja. When I talked to her maid, who told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for 6 months away. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed the monster out of love for her. She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary. But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes. You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear. And it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do with it. Now it is time to end this. Warum? Please forgive me, Captain Crocker. I wished only to test your sincerity, and your words and deeds have far exceeded my expectations. See here, Captain Crocker, we'll do this in due form of law. You are the prisoner. Watson, you are a British jury. Captain Crocker, the evidence shows that you acted without premeditation and used reasonable force to protect an innocent victim from her husband's brutality. Your devotion pushed you to attempt to kill yourself in order to protect the one you love. Now, what say you, gentlemen of the jury? Not guilty, my lord. Vox populi, vox dei. You are acquitted, Captain Crocker. So long as the law does not find some other victim, you are safe from me. Mr. Holmes. It is a great responsibility that I take upon myself, but I will give Lestrade an excellent lead, and if he can't avail himself of it, I can do no more. Come back to your lady in a year, and may her future and yours justify us in the judgment which we have pronounced this night. Inspector, I'm afraid that the murderers have escaped us. What? Do you mean to tell me that you failed? Never thought I'd live to see the day. I mentioned the murderers, not the case. It is obvious that the crime was committed by 3 criminals who cannot be the Randalls. You really think so? You only need to find a gang of 3 thugs wandering around. I can trust you to do that. If they exist, I'll catch them. You'll find someone, I have no doubt of it. Goodbye, Inspector. Alles klar. Gut, das hatten wir ja schon durch. Gefundene Hinweise 16. Schlussfolgerung, der Kapitän ist der Täter. Entscheidung, Gnade für Crocker. Okay, wir kontrollieren das. Alle Hinweise gefunden und die Antwort ist auch sogar richtig. Perfekt. Ja, das war wirklich offensichtlich, fand ich. Ich meine, das Spiel ging gar nicht weiter, wenn man diese Schlussfolgerung auf den Seemann gar nicht gesetzt hätte. Also man musste ja wirklich aussagen, dass es geplanter Mord war, und man musste alles auswählen, damit man dann überhaupt auf den letzten Hinweis kommt, dass man nach einem Seemann sucht. Also hätte man halt vorher alles auf die Randalls ausgewählt, ohne alle Hinweise zu durchforsten, die in dem Buch stehen, was ja eigentlich die Aufgabe in dem Spiel ist, dann wäre man halt auf die Randalls gekommen, aber das ist halt die Chance, dass das passiert, ist echt gering, weil ich weiß nicht, wenn das Buch sagt, suche bitte den Kapitän, dann suchst du den Kapitän. Und dann dreht man halt auch ein bisschen an den Schlussfolgerungen rum, dass man halt dann auf diesen Punkt kommt, dass man doch nach diesem Crocker suchen muss. Naja, wie dem auch sei, es hat Spaß gemacht. Entscheidung bestätigen. Und Spieler mit derselben Lösung für den Fall 93%, das meinte ich halt. 7% haben es halt
einfach übersehen oder wollten halt einfach noch die andere Lösung sehen. Spieler mit derselben Moralentscheidung 65%. Das ist Geschmackssache. Unsere Persönlichkeitseinstufung ist aktuell neutral, weil wir halt eigentlich gut verteilen. Oder? Ja, doch, an sich, das passt schon. Wir sagen fortfahren und müssten jetzt am nächsten Fall ankommen. Achso, natürlich erst, wenn ich ihn lade. Also, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Habt noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann beim nächsten Fall. Bis dann. Ciao, ciao.